Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder hier hereinschaut. In Thüringen waren wir ja schon des Öfteren, auch an der Saale, nämlich am Hohenwarte-Stausee. Und heute fahren wir einige Kilometer flussabwärts, denn in Jena bzw. um Jena herum finden wir einen wunderschönen Panorama-Wanderweg. Man kann ihn über 4 Tage oder wer möchte natürlich auch länger begehen. Das ist nämlich die Saale Horizontale. Und dazu möchte ich euch heute einladen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Dieser wunderbare Panoramaweg rund um Jena und die Kernberge beginnt im Jenaer Ortsteil Lobeda. Wir haben ihn jedoch in Drackendorf bei Lobeda gestartet. Denn zum Übernachten, um frühzeitig loslaufen zu können, kann ich euch den Wirt am Berg wärmstens empfehlen. Aber wir wollen ja wandern und uns nicht den Bauch vollschlagen, also los geht's zu 4 Tagen purem Wandervergnügen. Ich persönlich stecke immer eine Wanderkarte ein, allein damit ich mich orientieren kann und weiß, wo ich bin. Aber die Beschilderung auf der Saale Horizontale ist derart gut, eigentlich könnte man hier auch ohne Karte laufen. Wer es gerne möchte, der kann sich dennoch die GPS-Daten herunterladen. Ich schreibe euch in der Beschreibung unten die Links von Outdoor Aktiv und Komoot ein. Vorbei an der kleinen Kirche folgen wir zunächst der Ausschilderung zur Lobdeburg. Während wir auf die ca. 300 Meter hochgelegene Ruine dieser Lobdeburg kraxeln und das erste Mal ordentlich schwitzen, ist es Zeit, sich mit dem Weg vertraut zu machen. Die Saale Horizontale ist eine ca. 72 Kilometer lange Rundwanderung mit herrlichen Ausblicken, mit gemütlichen Tälern, steilen Aufstiegen, weiten Ausblicken, Burgen, Ruinen mit den Dornburger Schlössern als besonderen Höhepunkt. Und wir begegnen Napoleon. Ja, ihr hört richtig. Am Napoleonstein werden wir auf das ehemalige Schlachtfeld von Jena-Auerstedt treffen. Empfohlen wird, diesen Weg in 4 Abschnitten zurückzulegen, nämlich Lobeda-Ziegenhain, Ziegenhain-Beutnitz, Beutnitz ins bereits erwähnte Dornburg und schließlich auf der anderen Seite der Saale von Dornburg zurück nach Jena. Besonders die erste Etappe ist für sich allein ein einziger Traum. Ist man erst einmal über unsere Ruine Lobdeburg die steilen Berge nach oben gekraxelt, mangelt es wahrlich nicht an Aussichtspunkten. Jena, die zweitgrößte Stadt Thüringens, die Stadt des Zeissglases, kann man aus allen möglichen Blickwinkeln bewundern. Faszinierend ist der Anblick auf die Universitätsstadt, welche hier ins Saaletal gebettet liegt von überall. Besonders markant der sogenannte Jen Tower und das Stadion von Carl Zeiss Jena. Dieser Verein hat allerdings schon wesentlich bessere Zeiten gesehen. Es sind aber nicht nur diese herrlichen steilen Muschelkalkhänge, an denen wir entlang spazieren und manchmal auch balancieren, welche so beeindruckend sind. Reizvoll macht diese Tour auch der stetige Wechsel mit Waldpassagen und den vielen schönen Wiesen oder dem schattigen Fürstenbrunnen. bis wir schließlich ein kleines verschlafenes Dörfchen erreichen, Ziegenhain.
Das vorgeschlagene Ziel der ersten Etappe. Wer hier keine Übernachtung findet, kein Problem, es gibt eine gute Anbindung an den Jenaer Nahverkehr und man kann bequem in die Stadt zurückkehren oder wieder an den Ausgangsort Drackendorf. Am zweiten Tag, welcher uns nach Beutnitz führen soll, wartet erneut zu Beginn ein schöner steiler Aufstieg auf uns, nämlich hoch zum Fuchsturm, einem ehemaligen Bergfried. Wie ihr seht, ist es hier oben derart schön, es fällt schwer, sich von diesem wunderbaren Platz zu trennen. Aber wir haben noch viele Kilometer vor uns, also weiter geht's. Schließlich steigen wir an den Hängen des Gemptentals hinunter nach Wogau. Und welch schöne Bilder liefert uns dieses Tal. Kein Wunder, dass wir nicht die Einzigen sind, die hier wandern wollen. Aber irgendwann müssen wir doch wieder auf den Jensisch-Rücken hochkraxeln und der Anstieg hat es tatsächlich in sich. Aber, sagt selbst, lohnt sich die Mühe bei den Ausblicken? Ich denke schon. Das Jensisch-Haus lädt dann erneut zu gemütlicher Rast und zum Staunen ein. Setzen wir den Weg dann fort, führt er uns durch angenehmen Wald und erneut Wiesen hinab nach Lassan, einem kleinen Dorf am Ende des Wegs. Und wie sollte es anders sein? Um zur Ruine der Kunitzburg, dem nächsten Highlight, zu kommen, dürfen wir erneut über schöne Wiesen, Felder und Wälder nach oben steigen. Eigentlich ist als Endziel heute Beutnitz vorgesehen. Wir hatten dort jedoch keine Übernachtung gefunden
So steigen wir auf steilen, aber schönen Weg nach Kunitz ab und beenden in diesem idyllischen Dörfchen den zweiten Abschnitt auf unserer Saale Horizontale. Den Nachteil von Kunitz als Übernachtung: am frühen Morgen müssen wir wieder hoch zur Kunitzburg steigen. Der dritte Abschnitt wartet ja auf uns. Angesichts des schönen Tages und der Bilder, die wir erneut geboten bekommen, fällt der Aufstieg natürlich nicht schwer. Satt gesehen wandern wir durch schönen Buchenwald wieder abwärts, erreichen tatsächlich mitten im Wald einen richtigen Königsstuhl. Gratis dazu bekommen wir von dort, wenn auch in der Ferne und noch mit ein klein wenig Dunst, einen großartigen ersten Ausblick auf die Dornburger Schlösser, welche ja heute unser Ziel sind. Entsprechend entspannt und gut gelaunt erfolgt der Abstieg nach Beutnitz. Den erneuten Anstieg über Wiesen und den Tautenburger Wald stört schon nicht mehr. Diese Tour ist Genusswandern pur. In Tautenburg solltet ihr unbedingt der schönen Ruine einen Besuch abstatten. Durch das verträumte Dörfchen und Wald führt unsere Route schließlich zum Steilhang der Hohen Lede. Urteilt selbst. Diese malerischen Bilder muss ich sicher nicht kommentieren. Hier kann man entspannt die Seele baumeln lassen. Spätestens am Aussichtspunkt Sophienterrasse sollte man die Ruhe und Herrlichkeit der Natur genießen. Der sich anschließende Abstieg nach Dorndorf ist nicht schwer und wir für unseren Teil beenden hier den dritten Tagesabschnitt. Am vierten Tag überqueren wir die Saale, steigen hoch zu den 3 Dornburger Schlössern und haben den nördlichsten Punkt unserer Route erreicht. Die 3 Schlösser aus unterschiedlichen Epochen haben schon Kaiser Otto I., Herzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach und seinen Minister Johann Wolfgang von Goethe gesehen. Der auf 5 Terrassen um die Schlösser angelegte Park ist französischen und englischen Vorbildern nachempfunden
und beeindruckt mit steil abfallenden Weinbergen, Rosenspalieren und Laubengängen. Hinter den Schlössern überfällt uns dann doch ein wenig Wehmut, denn es geht langsam zu Ende mit unserer schönen Panoramawanderung. Doch zunächst führt der Weg am sogenannten Burgschädel vorbei, hinunter nach Neuengönna. Erneut ist der Weg geprägt von dichten Wäldern und weiten Wiesen. Am kleinen, aber schönen Steinbach wird es langsam aber sicher französisch. Denn wir steigen hinauf auf den Windknollen. Hier oben finden und überqueren wir einen Teil des ehemaligen Schlachtfelds zwischen napoleonischen und preußischen Truppen 1806. Bekannt als Schlacht bei Jena-Auerstedt. Den quasi historischen Höhepunkt stellt der Napoleonstein nur wenige Meter abseits des Weges dar. Angeblich soll Napoleon hier die Nacht vom 13. zum 14. Oktober verbracht und die Schlacht vorgeplant haben. Schließlich ließ er von hier aus um 6 Uhr morgens das Feuer auf die Stadt Jena und das Dorf Closewitz eröffnen. Der Beginn der Schlacht. Circa 10.000 preußische und sächsische Soldaten mussten diese Schlacht mit ihrem Leben bezahlen oder wurden verwundet und weitere 10.000 gefangen genommen. Doch nun genug der Historie. Von hier beginnt der Abstieg. Vorbei am Landgrafen, der auch als Balkon von Jena bezeichnet wird, legten wir die letzten Kilometer im Eilmarsch zurück, denn dicke, schwarze Gewitterwolken zogen auf. Für den Aussichtsturm und das Panoramarestaurant nahmen wir uns nicht mehr die Zeit. Wir wollten ja nicht noch die letzten Kilometer dieser traumhaften Tour ein Vollbad nehmen. Ein kurzer Halt am Lommer-Denkmal, welches zu Ehren von Horst Lommer 1903 eingeweiht wurde, musste dann doch noch sein. Lommer, Sohn eines Pfarrers, studierte in Jena Jura, arbeitete sich schließlich bis zum geheimen Oberjustizrat hoch und erwarb sich viele Verdienste und Auszeichnungen, unter anderem auch als Naturfreund und als Vorsitzender des Verschönerungsvereins. Dann galt jedoch die Devise flinke Füße, denn der Weg über den erneut schönen Muschelkalkfelsen ist noch etliche Kilometer. Den einen oder anderen einzigartigen Panoramablick über die Häuser der Stadt Jenas gönnten wir uns dennoch. Welch sechster Sinn hatte uns bewogen, an der Papiermühle ein Auto zur Sicherheit abzustellen. Im ersten Regen fuhren wir zurück nach Jena. Den Weg durchs Leutratal ins Zentrum haben wir dadurch leider verpasst. Auch wenn wir die allerletzten Kilometer verpasst haben, die Saale Horizontale ist über 72 Kilometer eine Panoramatour der Superlative. Und ich würde mich freuen, wenn ich eure Neugier und Lust auf diese 4 Tagestouren geweckt habe. Schreibt doch bitte unten in die Kommentare eure Gedanken und Eindrücke von dieser Wanderung. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und wer es noch nicht getan hat,
das sollte unbedingt meinen Kanal, selbstverständlich kostenlos, abonnieren. Denn bald geht es hier zum nächsten schönen Ausflug in unserer wunderbaren Natur bzw. auf Pilgerreise auf die Via Francigena in Richtung Rom. Bis bald, ciao!